NASA-Chef nach Starship-Start Nummer 6 optimistisch fürs Mondprogramm. Weiterhin nicht bekannt die Ursache für den Landeabbruch des Super Heavy Boosters und die anschließende Explosion im Golf von Mexiko. SpaceX präsentiert neue Entwürfe für die Betankung des Starships im Orbit sowie eine spezielle Version für NASA-Mondmissionen. Gwynne Shotwell geht davon aus, dass Starship SpaceX zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt machen wird. Außerdem grünes Licht der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde für bis zu 25 Starts im Jahr 2025 von der Starbase in Texas. Ein ehrgeiziges Ziel. Auch Blue Origin nicht untätig. Erstmals wurde Hardware für die New Glenn auf die Startrampe gebracht, um sie für Feuertests und den bevorstehenden Erstflug vorzubereiten. In Europa tut sich auch etwas. Die Exploration Company hat erneut über 150 Millionen Euro für ihr europäisches Raumschiff eingesammelt und die ESA unterstützt Raketen-Startups mit frischem Kapital. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute in den Raumfahrt-News an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Es hat nicht sollen sein. Booster 13 hat seiner Zahl alle Ehre gemacht und ist nicht erneut gelandet, sondern als Feuerball im Golf von Mexiko geendet. Warum keine Landung eingeleitet wurde, also keine Landung auf der Starbase, dazu gibt es bisher noch kein offizielles Statement. Sobald es eins gibt, sage ich natürlich Bescheid. Machen wir uns noch einmal diese Größenordnung dieses Starts bewusst. Hier die Zahlen zu dem, was da am Dienstag passiert ist. SpaceX hat mit 121 Metern die größte Rakete, die je gebaut wurde, mit über 4.500 Tonnen flüssigem Sauerstoff und flüssigem Methan betankt. Beim Start haben dann die 33 R-Stufen Raptor-Triebwerke das Ding in den Himmel gedrückt mit über 7.500 Tonnen Schub. Das ist doppelt so viel wie bei der Saturn V Mondrakete. Heruntergebrochen, jedes der 33 Raptor-Triebwerke erzeugt mehr Schub als alle 4 Triebwerke einer Boeing 747 zusammen. Ja, und genau diesen enormen Schub, den braucht es, um das mit Abstand schwerste fliegende vom Mensch gebaute Objekt senkrecht in den Himmel zu tragen. So gigantisch das Ganze von außen betrachtet ist, so dramatisch werden die Kosten durch dieses System sinken, zumindest ist das die Idee. Zukünftige Starship-Raketen, die sollen weniger kosten als die gerade einmal 21 Meter kleine Urrakete von SpaceX, die Falcon 1. Dabei wird Starship jedoch 400 Mal so viel Nutzlast transportieren können wie die Falcon 1. Einfach irre, was dann alles so im Weltraum möglich sein wird, wenn die Kosten für den Orbit so drastisch fallen. Mond, Mars, riesige Raumstationen, alles, was uns schon seit 100 Jahren von der Science Fiction versprochen wird, ist durch diese geringen Kosten endlich in greifbare Nähe gerückt. Was für eine aufregende Zeit, um sich für Raumfahrt zu begeistern. Aber von Anfang, SpaceX hat am 19. November seine Starship Super Heavy Rakete zu einem weiteren Testflug gestartet, dem sogenannten voll integrierten Testflug IFT-6. Die Starship Super Heavy Rakete, die hob um 23 Uhr MEZ, also nach unserer mitteleuropäischen Zeit, von der SpaceX Starbase in Boca Chica, Texas ab. Interessantes Detail, unter anderem war der designierte US-Präsident Donald Trump als Zuschauer vor Ort. Aber nicht nur der hat den Start mit eigenen Augen gesehen, auch von der ISS aus konnte der Starship-Start beobachtet werden. Etwa 2 Minuten und 45 Sekunden nach dem Start trennte sich der Super Heavy Booster 13 von der Starship-Oberstufe Ship 31. Ursprünglich sollte der Booster zur Startrampe zurückkehren, aber der Plan wurde während des Flugs geändert. Stattdessen landete er kontrolliert im Golf von Mexiko, kippte um und explodierte. Ja, die Enttäuschung in den Kommentaren bei euch, die war groß, verständlich, aber die wichtigen Neuerungen, die SpaceX auf diesem Flug testen wollte, die blieben davon unberührt. Die Starship-Oberstufe, die erreichte ihre suborbitale Flugbahn und testete erfolgreich die Wiederzündung eines Raptor-Triebwerks. Das ist ein entscheidendes Schlüsselelement für das zukünftige Nutzen des Starships bei operativen Orbitalflügen. SpaceX sollte jetzt in der Lage sein, Starships aus einem Orbit kontrolliert entfernen zu können. Damit steht zumindest von Seiten der Technik nichts mehr im Weg für vollständige Orbitalflüge. Entweder aus Enttäuschung über die nicht stattgefundene Boosterlandung in der Starbase oder wegen der späten Stunde sind nicht alle Zuschauer auf Senkrechtstarter bis zum Wiedereintritt geblieben. Viele von euch haben mir dann später geschrieben, dass es sich durchaus gelohnt hat, den Wiedereintritt dann am nächsten Tag nachzuschauen. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über dem Indischen Ozean hat SpaceX absichtlich extreme Tests durchgeführt. Man wollte die Grenzen der Steuerflächen und des Hitzeschutzsystems ausloten. Wir erinnern uns, vor dem Flug hatte SpaceX im Livestream betont, dass man eigentlich mit einem Versagen der Oberstufe rechnet. Aber den Wiedereintritt hat Starship überstanden. Zwar gab es erneut sichtbare Schäden an einer der vorderen Steuerklappen und am Hitzeschild, aber letztendlich landete die Oberstufe kontrolliert im Indischen Ozean. Dank der neuen Startzeit, das war ja der erste Start am Nachmittag in Texas gewesen, konnte man die Wasserlandung diesmal im Indischen Ozean bei Tageslicht filmen. Durch die neue Belichtungssituation während des Wiedereintritts konnten wir auch das Schiff besser beobachten. Besonders auffällig war die Deformation der Edelstahlaußenwand des Starships durch die Hitze.
Übrigens hatte SpaceX bei diesem Flug große Teile der Hitzeschutzverkleidung an der Seite des Starships absichtlich entfernt, um mehr über die thermischen Belastungen zu lernen, beziehungsweise dieser Bereich, der wird auch mal später für die Landung gebraucht und unnötiges Gewicht wollen wir auch nicht unbedingt mitnehmen. Etwas schade, aber wir hatten leider kein Bild der Bananennutzlast während des Wiedereintritts. Ja, es war eigentlich ein Testflug und es ging um die Daten. Als Gag hatte SpaceX aber eine Banane für den Größenvergleich in den gigantischen Nutzlastbereich gehängt. Flambierte Banane mit Schokolade? Träumchen. Ja, flambiert. Laut Elon Musk bleibt die größte technologische Herausforderung für Starship ein vollständig und sofort wiederverwendbarer Hitzeschild. Man müsste in der Lage sein, das Schiff zu landen, Treibstoff nachzufüllen und sofort wieder starten zu können, ohne dass es eine Aufarbeitung oder aufwendige Inspektion erfordert. Da geht's um den Einsatz im niedrigen Erdorbit. Etwas mehr Zeit zum Aufarbeiten hätte man dann vermutlich auf dem Mars, dem Fernziel von SpaceX. Hier hat SpaceX gerade Hitzeschutzmaterialien in einer simulierten Marsatmosphäre getestet. War mir so vorher nicht ganz klar, aber der hohe CO2-Gehalt der Marsatmosphäre stellt das Material vor ganz andere Herausforderungen als die hauptsächlich aus Stickstoff bestehende Erdatmosphäre. Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht noch, eine Zeit lang war ein regenerativer Hitzeschutz mittels Treibstoff bei SpaceX im Gespräch. Laut Musk erörtert man wieder eine metallische Abschirmung ergänzt durch Spülgas- oder Flüssigkeitsfilmkühlung. Übrigens nach dem Mars-Zeitplan gefragt, antwortete Musk, er sei sehr zuversichtlich, dass SpaceX in 2 Jahren mehrere Starships ohne Besatzung zum Mars schicken kann. Sollten diese Starships die Anzahl der Krater auf dem Mars nicht erhöhen, könne man Starships mit Besatzung 2 Jahre später hinterher schicken. Wenn wir schon beim Thema Landung ohne Krater sind, die Starship-Oberstufe, die landete sanft im Indischen Ozean. Elon Musk schrieb auf X, dass sie eine weitere Landung der Oberstufe im Meer planen. Sollte diese erfolgreich verlaufen, dann wollen sie beim darauffolgenden Flug sogar versuchen, die Oberstufe mit dem Turm zu fangen. Bereits schon auf dem 7. Flug, da werden große Hardwareänderungen an der Oberstufe umgesetzt sein. SpaceX hat die Treibstofftanks der nächsten Starship-Oberstufe von 1200 auf 1500 Tonnen vergrößert. Auch die Steuerklappen wurden neu positioniert, um die Belastung beim Wiedereintritt zu reduzieren. Grundsätzlich ist die Hardware mit Booster 14 und Chip 23 bereits vorhanden, auch wenn sie noch nicht startbereit ist. Ein genauer Zeitplan für den nächsten Start, der wurde bisher nicht genannt. Viele Stimmen in der Community, die rechnen jedoch mit einem Start Anfang 2025. Aber kann das überhaupt so schnell gehen? Es gab ja wie gesagt auf Flug 6 eine große Explosion des Boosters. Leider nicht zu sehen im offiziellen Stream. Vielen Dank an NASA Spaceflight, dass sie das eingefangen haben. Und apropos NASA Spaceflight, mein Kumpel Adrian von NASA Spaceflight, der hat bei der FAA nachgefragt. Ja, und das Ganze zählt nicht als Fehlschlag. Laut FAA verliefen alle Flugereignisse sowohl für das Starship als auch für den Super Heavy Booster im Rahmen der geplanten und genehmigten Aktivitäten. Ja, und spannend Adrians Einschätzung. SpaceX muss wohl für ein aktualisiertes Schiffdesign beim nächsten Flug noch eine modifizierte Lizenz erwerben, da größere Änderungen an den Fahrzeugen ja eine weitere Prüfung bedürfen. Das wäre dann wichtig für Version 2 Starships auf Flug 7. Was genau eigentlich eine Version beim Starship-Design ist, das bleibt bei den vielen, vielen Änderungen über die Jahre manchmal ein Rätsel. Manchmal hat man ja fast das Gefühl, dass selbst SpaceX das nicht immer so genau weiß. Versionskontrolle in der agilen Entwicklung ist eben auch eine echte Herausforderung. Eine alte Version des Starships, die gibt's nun definitiv nicht mehr. Das von mir liebevoll Nacktmull Starship getaufte Chip 26, das wurde diese Woche endgültig verschrottet. Es hatte weder Steuerklappen noch Hitzeschild. Da hatte ich mal spekuliert, ob es vielleicht als Treibstoffdepot Teil des Tests für das Artemis-Programm werden könnte. Ja, schade Schokolade. Im Frühjahr habe ich Chip 26 ja sogar noch mit eigenen Augen in der Starbase gesehen. Als ich zum Starship in die USA gereist bin, habe ich erfahren müssen, dass mein Mobilfunktarif hier nicht funktioniert. Lokale Anbieter finden, SIM-Karte kaufen, langes Warten und hoffen, dass alles reibungslos klappt. Ein Chaos, das du dir mit Saily ganz einfach ersparen kannst. Saily ist dein smarter Begleiter für stressfreie Reisen ins Ausland. Noch vor deiner Abreise wählst du einfach das passende Datenpaket aus, lädst die Saily-App und aktivierst deine eSIM. So bist du ab der ersten Minute nach der Landung online. Ohne Warteschlangen und das Beste daran, mit Saily bleibst du nicht nur verlässlich online, sondern sparst auch noch Geld, indem du hohe Roaming-Gebühren vermeidest. Noch mehr kannst du mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter sparen. Damit bekommst du satte 15% Rabatt auf das Saily-Datenpaket deiner Wahl. Die eSIM muss nur einmal heruntergeladen werden und kann dann für jedes Land deiner Wahl genutzt werden. Damit bekommst du über Saily eine stabile und vertrauenswürdige Verbindung, sicher, schnell und direkt auf dein iOS- oder Android-Gerät. Ja, und wenn dein Gerät wider Erwarten nicht kompatibel ist, kein Problem, Saily erstattet dir die Kosten. Mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommst du wie gesagt satte 15% Rabatt.
Glückwünsche zum erfolgreichen Starship-Start IFT-6 kamen auch von NASA-Administrator Bill Nelson. Er fand es aufregend, den Wiederstart des Raptor-Triebwerks im Weltraum zu sehen. Für ihn ein großer Fortschritt in Richtung Orbitalflug. Der Erfolg von Starship sei auch der Erfolg des NASA-Artemis-Programms und gemeinsam werde man die Menschheit auf den Mond zurückbringen und den Mars ins Visier nehmen. Elon Musk kommentierte mit bis zum Mond und noch weiter. Zum Starship in der Mondversion für die NASA gab es auch einen Kommentar von Musk. Diese spezielle Version, die bekomme kein Hitzeschild und keine Landeklappen, dafür aber Landebeine. Sie könne daher nur zwischen der Mondumlaufbahn und der Mondoberfläche eingesetzt werden. Ja, zum Mond Starship in der NASA HLS-Version gab es diese Woche auch neue Bilder. Im Vergleich zu vorherigen Renderings, da fallen deutlich mehr Fenster auf. Ebenso den Antrieb hat man offenbar geändert, während die Raptoren, 2x3 Stück, der auf IFT-6 eingesetzten Konfiguration entsprechen, haben sich die Zusatztriebwerke geändert. Ursprünglich waren es 24 Triebwerke über den Umfang. Auf den neuen Bildern sehen wir 18 Triebwerke. Außerdem ist die Anordnung dieser Triebwerksauslässe erkennbar, in Dreiergruppen, die jeweils einen gewissen Winkel zueinander haben. Das wird der Rollkontrolle während des Abstiegs und dem Manövrieren im Orbit geschuldet sein. Man vermutet, das HLS Starship setzt die Raptor Haupttriebwerke bei der Landung kurz vor dem Aufsetzen nicht ein, damit es keinen Staub aufwirbelt. Außerdem sind die Hilfstriebwerke einen Tick nach oben gewandert. Insgesamt wirkt das HLS Starship ein wenig länger und berücksichtigt damit wohl die neuen Abmessungen von Starship Version 2. Auch ein interessantes Detail gegenüber früheren SpaceX Renderings des Mond Starships sind keine Solarpaneele zu sehen. Vermutlich sind diese hinter den horizontalen Luken verstaut. Im Unterschied zu vorherigen Entwürfen gibt's nun offenbar keine Verkleidung für die Landebeine. Frühere offizielle Renderings zeigten kleine Gauben für die Landebeine. Weiter interessant, das Mondlande-Starship, das hat große Ähnlichkeiten mit den neuen Bildern des Treibstoffdepots. Ob das beabsichtigt ist oder ob SpaceX hier einfach Entwürfe für die Renderings recycelt, das bleibt abzuwarten. So oder so, bei so einem agilen Programm, da bleibt es spannend, wie sich das Starship HLS vielleicht noch weiter verändert. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell gab letzte Woche einen Ausblick auf den finanziellen Erfolg von SpaceX. Auf einem Panel-Talk mit SpaceX-Großinvestor Ron Barron erklärte sie, dass SpaceX langfristig mehr Wert aus dem Starship-Launch-System ziehen könne als aus der Starlink-Satellitenkonstellation. Laut Shotwell wird allein Starlink aber den Unternehmenswert von SpaceX in den nächsten 5 Jahren um eine Null erhöhen. Aktuell wird das nicht öffentlich gehandelte SpaceX mit 210 Milliarden Dollar bewertet. Während die Marktchancen des Starlink-Systems schon länger kein Geheimnis mehr sind, überraschten ihre Aussagen zur Profitabilität von Starship. Shotwell sieht in Starship das Potenzial, SpaceX zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt zu machen. Laut der SpaceX-Präsidenten könnten sich die Menschen noch gar nicht richtig vorstellen, welchen Einfluss Starship auf die Menschheit haben wird. Shotwell erwartet, dass Starship die Falcon 9 Raketen und Dragon-Raumschiff in 6 bis 8 Jahren vollständig ersetzen könnte. Sie würde es nicht überraschen, wenn SpaceX in 4 Jahren bereits 400 Starship-Flüge absolviert hat. Das Starship-System mit seinen zukünftigen Fähigkeiten auch extrem interessant für das Pentagon. Wie SpaceNews.com berichtet, war neben dem designierten US-Präsidenten Donald Trump auch der Space Force-General Saltzman vor Ort, um mit Elon Musk den 6. Start zu verfolgen. Neben den zu startenden Satelliten und Nutzlasten spielt die Space Force und die US Air Force mit dem Gedanken, Frachtversorgung Punkt zu Punkt mit Starship-ähnlichen Systemen zu ermöglichen. So soll jeder Punkt der Erde in unter einer Stunde erreicht werden können. Ja, immer wieder in der Presse die Genehmigungsverfahren der Starship-Starts, aber nicht nur dort, auch bei den Falcon- und Dragon-Starts hat SpaceX mitunter Probleme gehabt. Laut Gwynne Shotwell geht die Hälfte ihrer Zeit mit Genehmigungsverfahren drauf. Das soll sich zukünftig durch die Vereinfachung der Start-Lizenzprozesse ändern. Aber auch jetzt schon hat SpaceX einen wichtigen regulatorischen Erfolg erzielt. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA plant dem Unternehmen zu erlauben, die Zahl der Starship-Starts der Starbase in Texas auf 25 pro Jahr zu erhöhen. Das ist eine Verfünffachung der aktuellen Lizenz für 5 Starts. Die vorläufige Umweltprüfung, die soll gezeigt haben, dass SpaceX die Anforderungen aus früheren Genehmigungen weitgehend erfüllt. Neben der bis zu 25 Starship-Starts pro Jahr ab 2025 von Starbase Texas soll auch eine größere Rakete kein Problem sein. Die Genehmigung deckt auch die Einführung der leistungsstärkeren Version Starship 3, also der übernächsten, ab. Mit 100 Meganewton Schub, also mehr als 10.000 Tonnen, wäre das 3-mal so viel Schub wie die legendäre Mondrakete Saturn V. Wird ja viel darüber spekuliert, wie die Trump-Nähe von Elon Musk die weitere Raumfahrt
beeinflusst. Hier sollte vielleicht betont werden, dass die Anträge für die neuen Genehmigungen für Starship unter der Biden-Regierung vorbereitet und eingereicht wurden, also wohl eher nicht mit Trumps Wahlsieg in Zusammenhang stehen. Aber die Woche ist natürlich nicht nur Starship gestartet. Am Montag, 18. November, Starlink mit Falcon 9 von Vandenberg. Auch am Montag Falcon 9 von Cape Canaveral mit dem indischen Kommunikationssatelliten GSAT 20. Ja, und dann wahrscheinlich der Start der Woche. Dienstag, 19. November, Starship Super Heavy von der Starbase in Texas aus. Vielleicht wart ihr auch bei mir live auf dem Stream dabei. Schreibt gern unter dem Video, wie ihr den Start wahrgenommen habt. Am Donnerstag, 21. November, Soyuz 2.1A von Baikonur. An Bord Progress MS-29, ein Frachtversorgungsraumschiff für die ISS. Ja, und auch am Donnerstag, 21. November, Starlink von Cape Canaveral. Und am Freitag, 22. November, Blue Origin New Shepard NS-28, der 9. Crewflug des New Shepard-Programms. Apropos Blue Origin hat seine New Glenn aufs Pad gestellt. Das ist Flughardware. Nach Integrationstest der gesamten Rakete wird der erste statische Feuertest der Rakete dann für die kommenden Tage erwartet. War eigentlich schon letzte Woche, aber das Frachtraumschiff Tianzhou 8 hat am 15. November 6000 Kilogramm Vorräte und wissenschaftliche Materialien zur chinesischen Raumstation geliefert. Die Ladung, die unterstützt die aktuelle Shenzhou 19 Mission und zukünftige Einsätze, was ich ganz spannend fand, weswegen ich das heute auch nochmal erzählen möchte. Zu den Experimenten gehören auch Tests mit Mondregolithsteinen. Diese Steine, die sollen dann an der Station den Bedingungen im Weltraum ausgesetzt werden und so ihre Eignung für zukünftige Mondbasen testen. Apropos chinesische Mondbasen, China hat auch einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Mondmission mit Crew gemacht. Die Nutzlastverkleidung für die Langermarsch 10 Rakete, die für Mondflüge dann entwickelt wird, die wurde erfolgreich getestet. In einem kurzen Video des Tests kann man sehen, wie die 5 Meter breite Verkleidung sich abtrennt und ein Testmodul freigibt. Der erste Start der Langermarsch 10 ist für 2026 angesetzt. Der Raketentyp, der soll 4 bis 7 Astronauten zur chinesischen Raumstation Tiangong in den niedrigen Erdorbit bringen können. Später wird es eine leistungsstärkere Variante mit 2 seitlichen Boostern geben, die dann für Mondmissionen ausgelegt ist. Die Mondvariante der Langermarsch 10, die wird über 90 Meter hoch sein und 27 Tonnen Nutzlast in eine Mondumlaufbahn befördern können. China plant bis 2030 Astronauten auf die Mondoberfläche zu bringen. Chinesische Mondlandung bis 2030, mein Bauchgefühl, das werden die auch schaffen. Wie aktuelle Analysen vermuten, wird 2024 wohl das erste Jahr sein, in dem mit China eine Nation mehr Geld in Raumfahrt investiert als die USA im gleichen Zeitraum. Wenn wir beim Thema Investieren sind, das europäische Raumfahrt-Startup The Exploration Company hat über 150 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Ziel ist die Weiterentwicklung des wiederverwendbaren Raumschiffs Nix. Das soll Fracht zur ISS und später mal zur kommerziellen Station transportieren sollen. 2028 soll Nix bei einer ESA-Mission zur ISS erstmals eingesetzt werden. Bereits 2025 wird die Demonstrationskapsel-Mission Possible mit Kundennutzlasten starten, an Bord einer SpaceX Falcon 9. Die neu eingeworbenen Mittel sollen in die Entwicklung und Tests von Nix, die Erweiterung des Teams sowie die Skalierung der Produktion fließen. Mit Verträgen im Wert von 770 Millionen $, darunter 90% von privaten Raumstationsanbietern, hat sich die Exploration Company als vielversprechender Akteur im europäischen New Space etabliert. Anerkennung kam übrigens auch vom französischen Präsidenten. Wie Andrew Parsonson von European Spaceflight berichtet, unterstützt die ESA europäische Raketen-Startups mit frischem Geld. Die ESA hat etwas über 44 Millionen Euro aus ihrem Boost-Programm an High Impulse, ESA Aerospace, Orbex und Rocket Factory Augsburg vergeben. Diese Mittel, die sollen die Entwicklung von kommerziellen Trägersystemen unterstützen und finanzielle Engpässe vor den ersten Starts überbrücken. ESA Aerospace erhält 15 Millionen Euro, High Impulse und RFA jeweils 11,8 Millionen Euro und Orbex aus Großbritannien 5,6 Millionen Euro. ESA Aerospace testet aktuell die gesamte Rakete in Norwegen und möchte noch dieses Jahr den Erststart absolvieren. Die Rocket Factory Augsburg hat im August die ursprüngliche Flughardware beim statischen Feuertest verloren und plant mit einem Erststart jetzt 2025. In den USA, da verabschieden sich die ersten Kleinträger aus dem kommerziellen Startmarkt. Nachdem Virgin Orbit Insolvenz angemeldet hat und Astra weiterhin mit finanziellen und technischen Problemen kämpft, hat ABL Space nun angekündigt, den kommerziellen Markt für Orbitalstarts zu verlassen und sich auf militärische Anwendungen zu fokussieren. Der RS-1-Kleinträger, ursprünglich für Satellitenstarts entwickelt, wird künftig für militärische Waffentests genutzt. Trotz über $500 Millionen Kapital und Kunden wie Amazon scheiterte ABL an Zuverlässigkeitsproblemen. Der Jungfernflug endete in einem Fehlschlag und der zweite Raketenstart oder die zweite Rakete, die ging bei einem statischen Feuertest verloren.
Ich war diese Woche auf der Spacetech Expo in Bremen. Das ist die größte Raumfahrtmesse in Europa. Ich habe in ein paar Panel-Diskussionen reingehört und klar, SpaceX ist in aller Munde. Es muss etwas in Europa passieren. Das scheint allen klar. Wie man der Allmacht aus den USA begegnen soll, das scheint hingegen völlig unklar. Ja, die europäische Raumfahrt, die hat da auch ein Henne-Ei-Problem. Es gibt aktuell keine Träger, mit denen man konkurrenzfähig Megakonstellationen aufbauen könnte. Mit Ariane 6 ist man 5 bis 10 Mal teurer als das, was SpaceX aktuell mit Falcon 9 für Starlink-Starts ausgeben muss. Und mit maximal 12 Starts im Jahr hat die Ariane 6 auch gar nicht die Kapazität, um zeitnah etwas Signifikantes aufzubauen. Auf der anderen Seite gibt es auch keine europäischen Programme, die hohe Startraten erfordern und die einen kostengünstigen Zugang ins All benötigen. Abhilfe schaffen soll IRIS² oder IRIS². Das steht für Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Ziel der europäischen Konstellation soll sein, bis 2030 sichere Dienste für Regierungen, Militär und kommerzielle Nutzer anzubieten. Das Ganze dann als Vorzeigeprojekt für die europäische Politik, eine souveräne Alternative zu privaten Systemen wie Starlink, Kuiper und chinesischer Megakonstellation und gleichzeitig den europäischen Raketen was zu tun geben und die kränkelnde europäische Satellitenindustrie pampern. Ja, aktuelle Aussichten für das Großprojekt IRIS², wie vieles in der europäischen Raumfahrt, wir sind 10 Jahre hinten dran und während alle anderen sich immer schneller bewegen, stagniert unser Tempo. Von wegen amerikanisches Vorbild, auch Senkrechtstarter ist ja nach den ganzen tollen amerikanischen Raumfahrtkanälen entstanden. Mein Gedanke vor 5 Jahren, warum gibt es das nicht auf Deutsch und warum weiß niemand in Deutschland, was da gerade in der Raumfahrt losgeht? Dass es diese Woche 5 Jahre Senkrechtstarter geworden sind, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, unter dem Video ist ein Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Langer Marsch 2C am Montag, 25. November von Jiuquan. Nutzlos ist mir nicht bekannt. Auch Montag, 25. November Starlinks von Cape Canaveral. Dienstag, 26. November auch Starlinks, diesmal von Kennedy Space Center. Mittwoch, 27. November voraussichtlich Suke 2E von Landspace. Startplatz ist Jiuquan und Nutzlast, die ist mir nicht bekannt. Da es der Erststart der Weiterentwicklung Suke 2 ist, vermutlich ein Teststart. Ja, und auch frühestens am Mittwoch, 27. November, militärische Nutzlast aus Russland vom Kosmodrom Plesetsk, dann eine Soyuz 2.1b. Du planst deine Reise zum nächsten Raketenstart? Hier noch einmal der Hinweis, mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommst du satte 15% Rabatt auf dein Reisedatenpaket. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du weitere coole News nicht verpassen möchtest, abonnieren auch drücken. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend, gerade nach so einer Woche. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.